Ich präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner wirkungsvollen Trainingsvideos. Sie sind zusammengefasst in einer in sich schlüssigen Trainingseinheit von ca. 30 Minuten, also einer inhaltlich und zeitlich gut zu bewältigenden Tagestrainingseinheit. Alle Übungen in diesem Video bewegen sich auf ungefähr einem Level, sodass Sie keine Bedenken haben müssen, dass es auf einmal viel zu schwer oder viel zu leicht für Sie wird. Anhand der Farbskala, die ich auf den Titelbildern Thumbnails verwende, können Sie die jeweilige Schwierigkeitsstufe des Trainingsvideos schnell erkennen. Die Farbe Weiß ist für Anfänger. Das Schwierigkeitslevel entwickelt sich dann in Pfeilrichtung mit den Farben immer weiter. Bis zur Farbe Schwarz für die Experten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Training. Los geht's! Jetzt sind die Oberschenkel dran. Diesmal stelle ich mich sehr breit auseinander. Ich stelle die Beine breit auseinander. Ich mache das mal erstmal von der Seite. Bisschen auf jeden Fall über Schulterbreit. Und gehe auf das eine Bein runter. Das linke bleibt gestreckt. Dann gehe ich hoch und gehe auf das andere Bein runter. Das rechte bleibt gestreckt. Jetzt mache ich das Ganze von vorne, sodass Sie mich von vorne sehen können. Schön breit auseinander. Ich gehe auf das rechte Bein runter. Gehe hoch und gehe auf das linke Bein runter. So, das Ganze war jetzt zweimal und waren 2 von 20, also 18 fehlen noch, aber einmal mache ich gerade noch von der Seite, und zwar, damit wir auf den Rücken und die Po-Haltung dabei achten. Das heißt, den Po strecken wir dabei schön aus und den Rücken halten wir gerade. Und das Gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Po ein bisschen ausstrecken und Rücken gerade halten. Und wieder hochkommen. Gut, jetzt das Ganze von vorne. Jetzt haben wir noch 17. Und los geht's. 4. 4. Und Sie werden merken, 5, wenn Sie runtergehen, haben Sie hier in der Innenseite vom Oberschenkel eine gute Dehnung. 5, also ich merke das auf jeden Fall in den inneren Oberschenkel. 6. 6. 7, schön langsam. 7. 8. Und 8. Schön tief runtergehen. Popo ausstrecken, Rücken gerade. 9. 9. Ja, das dehnt richtig gut den inneren Oberschenkel. 10. 10.
und ist auch gut anstrengend. 11. 11. 12. 12. Also wir dehnen und kräftigen hier beides zusammen. 13. 13. Und wenn Sie auch ein bisschen aus der Puste kommen, so wie ich, dann merken Sie, dass es auch gut ist für die Kondition. 14. 14. 15. 15. 16. 16. So, jetzt merke ich es auch noch ein bisschen kräftiger in den Oberschenkeln. 17. 17. Das heißt, ich habe die Komfortzone wieder verlassen und meine 18 Oberschenkel 18 freuen sich auf die nächste Trainingspause von 2 Tagen ungefähr, auf das sie sich erholen können und stärken können. 19 und dann beim nächsten Mal 19, umso kräftiger sind. 20 und ein leichtes Zittern geht durch die Beine. 20. Super. Anstrengend. Bei dieser Liegestütz habe ich mir eine höhere Auflage gebaut. Dafür ist es heute ein umgekippter Campingtisch und der ist so, wie ich die nutze, dann auch stabil. Sie können das Ganze auch an einer Fensterbank machen oder an einem Esstisch, der stabil ist. Sie müssen sich eine stabile Unterlage suchen. Dann ist das, was ich heute mache, auch für Sie möglich. Zumindest von der Technik schon mal. So, also ich habe hier diesen Klapptisch aufgebaut. Ich mache mich ganz lang, drehe mein Becken wie immer ein, dass es so aussieht. Die Arme sind gestreckt. Dann gehe ich hier langsam mit der Brust Richtung Tischkante und langsam wieder hoch. Und ich mache das nochmal. Langsam runterkommen. Brust bis zur Tischkante und langsam wieder hoch. Das Becken immer schön eingedreht lassen, sonst wird sich irgendwann Ihr unterer Rücken beschweren. So, jetzt haben wir 2 von 20. Das ist jetzt Nummer 3. Die Hände sind so ein bisschen über Schultern breit. 4. Schön lang. Ziemlich. 5. 6. 7. 8.
8, 9, 10, 11. Immer dran denken, dass das Becken eingedreht bleiben muss. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Jetzt trainiere ich meine Oberschenkel. Dafür mache ich einen Ausfallschritt, entlaste das hintere Bein, belaste das vordere Bein und gehe langsam nach unten und langsam wieder hoch. Dann wechsle ich die Stellung, entlaste das hintere Bein, belaste das vordere Bein und gehe langsam nach unten und langsam wieder hoch. Jetzt mache ich das Ganze von der Seite. Hintere entlasten, vordere belasten. Langsam nach unten gehen. Langsam wieder hochgehen. Ich drehe auf die andere Seite. Hintere entlasten, vordere belasten. Langsam nach unten gehen. So, jetzt habe ich jedes Bein zweimal trainiert und fahren jetzt also 2 von 20. Und los geht's mit den restlichen 18. 3. 'Hinten entlasten, vorne belasten. 3. 4. Und Sie merken, ich versuche auch möglichst vorne gerade hochzukommen. 4. Und wieder gehe ich vorne gerade hoch. 5. Schön langsam.
5. Und natürlich geht diese Trainingseinheit nicht nur auf die Oberschenkel, sondern auch gut auf den Po. Das merken Sie ganz besonders, wenn Sie gerade unten sind. In dieser Stellung zum Beispiel 6. Und dann langsam wieder hochgehen. 6. 7. 'Hintere entlasten, vordere belasten. 7. 8. Ja, meine Po-Muskulatur ist gut angespannt und mein Oberschenkel auch. 8 auch auf dem anderen Bein. Und Sie hören es an meiner Atmung, es ist auch anstrengend. Und das soll es ja auch sein. Es soll ja auch Kondition geben. 9. 9. 10. Und 10. Das Knie darf ruhig bis ganz auf den Boden. Und 11. Und 11. Ja, ich merke schon, sobald es über die 10 geht, kommt das leichte Brennen auch in die Oberschenkel. Machen wir es bei 12. Ich glaube, wir waren bei 12. Und 12. Und Gleichgewicht, Konzentration. 13. Und immer versuchen, schön langsam zu arbeiten. 13. 14. Schön langsam. Das darf anstrengend sein. 14. Ich glaube, wir waren bei 14. Und 15. 14.
15. Und 5 haben wir noch, die schaffen wir. 16. Aber immer, wenn es über die 15 geht, geht es auch ein bisschen mehr und die Substanz. 16. 17. Alles, was über 15 ist, da arbeite ich an der Komfortzone. 17. Da dürfen sich meine Muskeln um einiges mehr anstrengen als sonst und können sich dann in der nächsten Pause rüsten für das nächste Training. 18. 18. 2 noch. 19. Das brennt schön. 19. Und den letzten. 20 und 20. Es gab schon leichtes Zittern, das ist super. Bin gut in der über die Komfortzone hinaus. Super. Als nächstes sind die Waden dran. Und dafür habe ich mir ein bisschen was aufgebaut, einen Stuhl und 2 Korksteine. Den Stuhl stelle ich so hin, damit die Korksteine nicht umklappen und wegrutschen können. Sie können auch Bücher nehmen, wenn Sie Bücher haben, oder andere 2 gleich hohe Gegenstände, die auf jeden Fall nicht wegrutschen oder wegklappen dürfen. Ich mache Ihnen die Übung erstmal einmal von hinten vor, also dass Sie mich von hinten sehen können. Ich stelle mich mit den vorderen Füßen auf die Korksteine und drücke mich langsam hoch bis oben hin und dann komme ich wieder runter. Schön langsam. So, jetzt machen wir das Ganze von der Seite. Ich stehe jetzt in dieser Position so, dass die Waden auch einen ziemlich guten Dehnungseffekt bekommen. Und wenn ich hochgehe, haben meine Waden natürlich einen längeren Weg zu bearbeiten, als wenn ich einfach auf dem Boden stehen würde. So, schön hoch und wieder runter. Schöner Dehnungseffekt auf die Waden, auf jeden Fall. So, wir waren jetzt bei 2 von 20 und ich drücke mich wieder schön langsam hoch. Wie Sie sehen, ich stehe vorne mit den Ballen auf den Korkstein und
Gehe jetzt langsam wieder runter. Aber der Stuhl hier ist auf jeden Fall wichtig, falls Sie auch so sich das aufbauen wollen, dass die Korksteine nicht umklappen oder wegrutschen. So, wir waren jetzt bei 2, glaube ich. 3. Wir sind jetzt bei 3. Und 3. 3 von 17. 4. 'Kommen ruhig mit den Haken zwischendurch wieder richtig auf die Erde. Und je weiter wir dabei das Becken nach vorne drücken, desto mehr Dehnungseffekt haben wir auch auf den Waden. 5. 6. 'Die Wadenmuskeln haben einen schönen langen Weg, den Sie bearbeiten können. 7. Die gleiche Übung können Sie natürlich auch super auf einer Treppenstufe machen und halten sich dabei vielleicht zur Balance am Geländer fest. 8. Und je weiter Sie es natürlich schaffen, mit dem Po nach vorne zu gehen, also vielleicht noch ein bisschen weiter als ich, dann haben Sie noch mehr Dehnung drauf. 9. 10. So, hier darf ich mich natürlich nicht abstützen, sondern nur für die Balance den Stuhl benutzen. 10. Schön hoch, oben kurz verweilen und wieder runter. 11. Schön langsam. 12. Jetzt wird es auch schon ein bisschen anstrengender, das ist super. 13. 14. 15. Wieder richtig hinstellen. 16. So, jetzt bin ich wieder im letzten Viertel. 17. Und dann wird es für die Waden noch mal besonders anstrengend. 18. Und 2 noch. Bin ich schon gut über die Komfortzone hinaus. 19. Und ein noch. 20 bis ganz oben. Das hat sich für die Waden gelohnt. Super. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen und abonnieren diesen Kanal. Dann verpassen Sie kein neues Video von mir und kommen schon bald Ihrem Wohlfühlkörper ein bisschen näher. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Ihr Lars Positivdenker.